Herzlich willkommen, Hoi, aus dem Fürstentum Liechtenstein. Ja genau, Liechtenstein, das ist dieser kleine Staat zwischen Österreich und der Schweiz. Klein ja, aber reich an Geschichte, Kultur und landschaftlichen Schönheiten. Liechtenstein am Alpenrhein kann übrigens wunderbar erwandert werden und genau das werde ich jetzt machen. Mein Name ist Sebastian Ströbel und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Am besten erwandern lässt sich das Fürstentum auf dem Liechtensteinweg. In Balsas mit seiner massiven Burg fange ich an. Die erste Gemeinde von insgesamt 11 am 75 Kilometer langen Weg. Eine Wegstrecke mit herrlichen Panoramen über saftige Almwiesen zu idyllischen Flecken. In den höheren Lagen siedelten im 13. Jahrhundert Einwanderer aus dem Wallis, die Walser. Von ihren Höfen aus rodeten sie die Wälder, der frühe Beginn der Almwirtschaft. Der kurze alte Gnalbstegtunnel ermöglicht den Blick ins benachbarte Saminatal. Auf grünen, fetten Weiden grasen die Kühe der Alpe Süka. Milch und andere Milchprodukte haben hier Hochkonjunktur. Gerade die Käseherstellung ist ein aufwendiges Geschäft. Ein klassisches Handwerk im Alpenraum. Gute Ware in Bio-Qualität spricht sich herum. Nach der Wanderung noch schnell in die Käserei und Direktkauf beim Produzenten. Frischer und schmackhafter geht's nicht. Auf der Alpe Süka, so scheint es, geht es geruhsam zu. Im Feriendorf Malbun treffe ich mich mit Tina Weirater, eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen Liechtensteins und eine sympathische noch dazu. Seit ihrem Rückzug vom Spitzensport 2020 engagiert sie sich unter anderem für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Unser Land halt sehr sicher, sehr idyllisch. Also es ist klein, es ist überschaubar, man kennt viele Leute und es ist einfach auch Natur für mich. Also trotz der Kleinheit wird nicht alles zugebaut, wo ich sehr dankbar dafür bin, weil ich liebe die Natur und auch, dass man einfach nach 5 Minuten draußen ist, aus den Häusern und im Grünen ist. Im Fürstentum kennt sich Tina aus. Nicht nur auf den Schneepisten, auch kein Wanderweg ist ihr fremd. Auf rund 2000 Meter Höhe auf dem Saarreißer Joch am Osthang des Malbuntals folge ich ihr hinüber Richtung Ochsenkopf. Wie bitte? Ist es liechtensteinerisch gewesen? Keine Frage. Tina hat viel zu erzählen. Weit schweift der Blick über Berge, steile Schluchten und Täler. Hier ist Tina zu Hause. Das ist jetzt schon Österreich. Also da unten ist die Grenze und das ist schon fertig, Liechtenstein. Und hier machst du Skitouren, ja? Hier runter dann auch? Ja, zum Beispiel. Also hier hoch erstmal und dann... Da gibt es eine super Abfahrt und dann kann man vom Nenziger Himmel wieder zurück aufsteigen. Und dann ist man wieder im Liechtenstein. Noch ist Sommer im Tal von Malbun. Aber in der Wintersaison sind die Abhänge ein ideales Skigebiet für Familien mit Kindern. In Vaduz begrüßt mich schon von fern das Fürstenschloss. Aus der Nähe betrachtet eine massive Sache. Hier residiert Fürst Hans Adam II., praktisch das Staatsoberhaupt Liechtensteins. Die alte Rheinbrücke bei Vaduz. Sie führt von Liechtenstein über den Alpenrhein hinüber in den schweizerischen Kanton St. Gallen. Auf der Mitte die Landesgrenze. Autos sind hier nicht erlaubt. Von oben blickt der Fürst auf die Stadt und ihre Institutionen, das Rathaus, umrahmt von Kunstobjekten. Überhaupt, Vaduz ist eine Stadt der Kunst. Die Objekte im Zentrum laden die vorbeiflanierenden Menschen zum Verweilen und Nachdenken ein. Mittendrin, aus schwarzem Basalt, das Kunstmuseum, ein Tempel moderner und zeitgenössischer Kunst. Unterhalb des Schlosses das Landesparlament für seine 25 Abgeordneten. Sie kontrollieren die 5 Ministerien im Regierungsgebäude gegenüber. Und über allen wacht die Pfarrkirche St. Florin. Viel geistliche und weltliche Fürsorge auf engstem Raum. Was kann da in Liechtenstein noch schiefgehen? Bei bestem Sommerwetter ist Hochbetrieb in den Vaduzer Straßencafés.
Ich habe mir ein E-Velo gemietet und mache die Stadt unsicher. In der Fußgängerzone am Städtle 37 habe ich schließlich die Schatzkammer des Fürstentums entdeckt. Die, so sagten mir viele Leute, müsse ich unbedingt sehen. Also denn? Unglaublich, welche Preziosen sich da vor mir ausbreiten. Eine Ostereiersammlung zum Beispiel, die umfangreichste der Welt. Das Highlight, das Apfelblütenei von Fabergé. Wunderschön. Was ist das Besondere an diesem Ei? Das Besondere ist zunächst, dass das Apfelblütenei waagrecht und nicht senkrecht ist wie die Eier sonst. Und es besteht aus ganz teurem Materialien, einem grünen Jadegestein, der einmalig ist und aus rosanen Diamanten und besonderen Kombinationen von Gold. Wo kommt dieses Ei her? Das Ei hat eine lange Geschichte gehabt. Es wurde natürlich in St. Petersburg gefertigt, wurde dann von einem Herrn Kelch an seine Frau verschenkt. Sie haben sich dann getrennt, sie ist nach Paris gegangen und in Paris, als sie in 20 Jahren kein Geld hatte, ist es zu Cartier gekommen. Cartier hat es in die USA verkauft, von den USA ging es nach England, dann ging es nach Schweden und schlussendlich ist es auf einer Auktion in Genf gewesen, wo es ein Liechtensteiner Sammler gekauft hat und dem Museum geschenkt hat. Glück muss man haben. Vielen Dank, großartig. Nur ein Steinwurf weiter im Landesmuseum. Eine Sonderausstellung über Märchen und Sagen Liechtensteins. Ja, sogar des ganzen Alpenraums. Das Geschichtenerzählen war schon immer ein Bedürfnis der Menschen. Ah, das hier ist interessant. Die Sage vom Nachtvolk. Die kennt hier in Liechtenstein jeder. Die gucken wir uns mal genauer an. Nachts im Oberland, so die Sage, ziehe eine Gruppe schemenhafter Gestalten betend zum Friedhof. Wer durch das Gemurmel erwacht und am Fenster die letzte der Gestalten sieht, erkennt oft sich selbst und stirbt als Nächster. An die Sage vom Nachtvolk erinnern diese Holzfiguren bei Triesenberg. Die Autorin Sabrina Vogt hat Geschichten wie diese gesammelt und aufgeschrieben. Das hat sich dann so ergeben und die Leute sind dann mit der Zeit sogar von selbst zu mir gekommen und haben gesagt, oh, du bist doch die mit den Sagen, ich kenne da auch eine oder ich muss da noch was ergänzen, das war so und so. Also so hat sich das dann eigentlich das Ganze entwickelt. Ja. Und am Schluss hatte ich dann eigentlich einen schönen Fundus an, glaube ich, 64 ganzen Geschichten, die ich dann zusammengetragen habe. Die Natur und das harte Leben in den Bergen spiegeln sich oft in den Überlieferungen. Wenn man jetzt nach Island, Norwegen oder nach Irland schaut, da sind ja diese ganzen Legenden und Mythen alle noch in das Alltagleben integriert. Und die Menschen glauben da auch noch auf eine Art dran. Wie ist das hier? Also man kann schon sagen, dass es die Leute bestimmt noch beschäftigt. Ich höre viele Geschichten jetzt noch, wo die Leute das wirklich so erzählen, dass die das erlebt haben. Also kann man schon sagen, muss es das eine oder andere noch dran haben. Früher war es tatsächlich so, dass die Häuser, wenn wir jetzt gerade auf das Nachtvolk zu sprechen kommen, auch so gebaut wurden, dass man gesagt hat, nee, hier kannst du kein Haus bauen, hier geht das Nachtvolk durch. Wenn du hier das Haus baust, dann kommen die morgens und klotzen an die Tür und wollen da durch und du musst denen öffnen und dass die da durch können und dann halt ihren Weg weitersetzen zum Friedhof. Egal ob Märchen oder Sagen. Ich finde, wir sollten uns wieder mehr fantasievolle Geschichten erzählen. So etwa vom Fürsten, der von oben voller Stolz auf seinen Weinberg und die Hofkellerei schaut, in der ausgesprochen fürstliche Tropfen entstehen, mitten in Vaduz. Auf den 4 Hektar Land gilt noch Handarbeit. Die Kalk- und Schieferböden begünstigen Weine wie Pinot Noir oder Chardonnay. Mal sehen. Beim Blick auf das Sortiment staune ich nicht schlecht. Das Liechtensteiner Rheintal scheint ein recht ergiebiges Anbaugebiet zu sein. Wohl wegen der Südwestlage und des Föhnklimas. Heiligen Hallen, ja? Ja, das sagt man so. Sehr angenehme Im kühlen Kellergewölbe reiht sich Fass an Fass. Der Arbeitsplatz von Produktionsleiter Sebastian Gunsch. Er geht voran. Wir wollen nun in aller Ruhe überprüfen, riechen und schmecken, was Liechtensteiner Reben so hervorbringen. Lecker. Man sieht auch an der Farbe, dass es kein typisch Weißwein ist. Ja, sehr aprikosig. Ja, man sagt auch bei uns die zwiebelschalenfarbige Note. Er ist sehr fruchtig, sehr waldbeerig, sagt man beim
Pinot, also beim Blauburgunder. Der wächst auch hier gleich wächst zu hier. Füßen der Burg, ja? Genau, der wächst hier hinterm Haus, das sind 4 Hektar. Das ist, Wie viele Fässer sind das ungefähr dann? So? man sagt pro Stock oder pro Quadratmeter ist es vielleicht 2-3 Flaschen Wein. Also pro Kilo Trauben ist es eine 7 Dezi, also 75 Zentiliter Flasche Wein. So grob gerechnet, also meistens ist es ein bisschen weniger. Und ich habe ca. 14.000 Stöcke draußen stehen und durch dem, dass man die Ertragsregulierung macht, also wir lassen Maximum 700 Gramm pro Stock pro Quadratmeter stehen, damit wirklich Qualität steigernd ist. Dann probieren wir mal die Qualität, oder? So. Also sehr zum Wohle. Zum Wohle, was sagt man in Liechtenstein? Zum Wohle? Zum Wohle, also beim Wein sagt man zum Wohle oder Gesundheit. Gesundheit, ja, Gesundheit. Und beim finde ich Bier super. sagt man Prost. Prost. Sehr lecker. Gut gestärkt und natürlich mit festem Schritt führt mich der Liechtensteinweg weiter nördlich zum Schellenberg. Von oben grüßt die Burgruine. Im 13. Jahrhundert errichtet vom Adelsgeschlecht derer von Schellenberg. Danach folgte eine recht wechselvolle Geschichte. Kurz und heftig. Mit dem Ergebnis, dass die Burganlage seit dem 16. Jahrhundert bis heute unbewohnt blieb. Nun gut, Schwamm drüber, jetzt ist es Mittagszeit, die Sonne scheint und mein Magen knurrt. Ich habe gehört, dass es hier ein ganz besonderes Käsegericht gibt, quasi ein Liechtensteiner Nationalgericht. Das probiere ich jetzt mal aus. Du sagst dazu Kässpätzli oder sagst du dazu Käsknöpfli. Käsknöpfli? Ja, bei uns sind es Knöpfli. Die Knöpfli. Aber zwischen Knöpflis und Spätzlis gibt es keine Unterschiede eigentlich. Eigentlich nicht. Also, dann würde ich dich gleich mal ein bisschen einspannen. Wie geht's weiter? Dann machen wir das mal drauf da. Jetzt, das hindert dann halt, weil der Käse dran ist. Das ist ja nicht nur Käse. Mit was esst ihr das denn sonst auch nochmal? Was ist das Besondere? Also bei uns im Haus isst man es mit Apfelmus. Apfelmus, okay. Okay. Kannte ich auch bis jetzt noch Und nicht. in verschiedenen Sachen isst man es auch mit Kartoffelsalat. Das kenne ich wiederum sehr. In Schwaben isst man auch. Also Spätzle mit Kartoffelsalat ist ein Klassiker. Ne? So ein schöner, warmer, schlüpfriger. Hervorragend. Ja. Deswegen macht ihr Apfelmus drüber. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Danke dir. So, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt kann ich diese legendären Käsknöpflis aus Liechtenstein mal probieren. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Und vor allen Dingen Premiere auch für mich mit dem Apfelmus drüber. Jetzt habe ich aber gelernt, man soll es einfach so drüber kippen. So, zack. Willkommen in Liechtenstein. So. Super. Ein kleiner Ausflug führt mich am Nachmittag bergauf in die Ortschaft Planken, am Fuß des Dreischwestern-Massivs. Mit knapp 500 Einwohnern die kleinste Gemeinde im Fürstentum. Ein bisschen abgelegen, ja, aber die betagten Holzhäuser, die Chalets, strahlen eine gediegene Ruhe aus. Übrigens, in Planken ist Ski-Ass Tina Weirater aufgewachsen, mit der ich einen kurzweiligen Tag in Malbun verbringen durfte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tina diesen Blick in die Rheinebene sehr genossen hat. Und wieder bin ich früh unterwegs, diesmal im Unterland, am nördlichsten Zipfel des Fürstentums, quasi an der Grenze zu Österreich. Auch das Rindvieh ist früh dran und trabt gelassen zu einer der saftigen Wiesen. In der Rheinebene wird Landwirtschaft großgeschrieben, über asphaltierte Feld- und Wiesenwege und noch immer am Liechtensteinweg entlang strample ich in Richtung Rogell. Hier am Bankshof bin ich zum Frühstück verabredet. Eieiei, wie es scheint, habe ich mich um einige Minuten verspätet. Hallo Christian. Bei frisch gelegten Eiern, leckeren Brötchen, Wurst- und Käsespezialitäten erwartet mich Christian Frommelt vom Liechtenstein-Institut.
Christian ist Ja, Politikwissenschaftler Mahlzeit. und ein ausgewiesener Kenner Liechtensteiner Verhältnisse. Von ihm will ich wissen, wie eine Kleinstadt wie das Fürstentum funktioniert. Bekannt dafür, dass sie viel Käse herstellen, da ganz viel. Magst du Brot? Nee, danke. Ich glaube, erstmal Kaffee. Was einen schon interessiert, so wie funktioniert das alles hier? Ist das so wie ein großer Staat eben auch? Oder ist das sehr spezifisch liechtensteinisch? Also was macht das dann aus? Also im Großen und Ganzen sind wir wirklich einfach ein souveräner Staat mit den ganz ähnlichen Herausforderungen und auch Prozessen wie in einem anderen Staat auch. Also wir haben auch eine Öffentlichkeit, wo politische Debatten geführt werden mit Medien und so weiter. Wir haben politische Parteien, ein Parlament, das gewählt wird, das eben dann auch die Gesetzgebung verantwortet, die Regierung und so weiter. Also im Wesentlichen funktioniert alles wie in einem großen Staat, einfach, dass wir kleiner sind und durch das funktioniert alles auch etwas schneller. Um ein Beispiel zu geben, wir hatten vor etwa 10 Jahren eine Totalrevision des Steuergesetzes und das hatte dann letztendlich von der Vernehmlassung, also zur Konsultation der verschiedenen Interessengruppen über den ganzen parlamentarischen Prozess bis dann effektiv der Verabschiedung und der Sanktion auch dann durch den Landesfürsten, hat das vielleicht 1,5 Jahre gedauert. Und das ist natürlich für so ein großes Projekt sicherlich sehr, sehr effizient und das macht es vielfach einfacher und auch dann in der Umsetzung, die Kontrolle und so weiter, da profitiert man einfach von diesen kurzen Wegen. Aber und was gibt es aber noch Spezifisches, was das vielleicht unterscheidet von jetzt Deutschland oder Österreich oder Italien, Frankreich? Ja, Liechtenstein als kleiner Staat hat natürlich viele Infrastrukturen, die es nicht selber bereitstellt. Also wir haben keine Armee, wir haben keine Autobahn. Auch sonst sind wir sehr stark abhängig von der Zusammenarbeit mit unseren umliegenden Staaten. Also ein Großteil, mehr als die Hälfte der Arbeitskräfte in Liechtenstein wohnt in der Schweiz oder wohnt in Österreich und pendeln jeden Tag nach Liechtenstein. Und hier ist sicherlich diese enge Zusammenarbeit mit Österreich und der Schweiz, vor allem mit der Schweiz über unsere Zollunion. Wir haben auch den Schweizer Franken als Währung. Das sind sicherlich ganz entscheidende Faktoren für Liechtenstein. Also ich glaube, den Mini-Staat Liechtenstein zu regieren ist auch deshalb so einfach, weil hier fast jeder jeden kennt. Ist doch sympathisch, oder? Noch in Gedanken erreiche ich den Kirchhügel des Weilers Bendern. Ein geschichtsträchtiger Flecken im Fürstentum. Am Fuß der Anhöhe die Mariengrotte, Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Wie auch in anderen Wallfahrtsorten haben sich hier viele Gläubige für die Genesung aus schwerer Krankheit oder für die Rettung aus einer bedrohlichen Lage bedankt oder einfach nur im Gebet Hoffnung und Trost gefunden. Alljährlich lockt die Grotte viele Gläubige zu Marienverehrung an. Weiter oben auf dem Kirchhügel selbst die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Vor dem Eingang zum Kirchenschiff 3 Bronzeglocken. Es sind die ältesten noch erhaltenen Kirchenglocken der Pfarrei, jeweils aus dem 14., dem 16. und dem 17. Jahrhundert, allesamt aufwendig gegossen. Das Gotteshaus steht auf massiven, uralten Fundamenten. Bei Ausgrabungen fanden sich Mauern einer Hofanlage aus dem frühen Mittelalter, aus dem 6. und 7. Jahrhundert. Zu dieser Zeit löste sich das Römische Reich auf, eine Zeitenwende. An manchen Stellen ist auf den abgesicherten Grundmauern noch der Verputz aus grauer Vorzeit zu sehen. Auch der gewachsene Fels des Kirchhügels Bendern atmet Geschichte. Hier schworen 1699 die Untertanen der Grafschaft Schellenberg ihrem neuen Landesherrn, dem Fürsten Johann Adam I. von Liechtenstein, erstmals die Treue. Wenn man so will, ist dies hier die Geburtsstätte des heutigen Fürstentums. Ortswechsel. In der ehemaligen Molkerei von Eschen hält Brennmeister Andreas Steinauer seine Destillieranlage in Schuss. In dem kleinen Familienbetrieb entsteht unter anderem ein Gin, made in Liechtenstein. Dessen Geschichte beginnt 2018 mit der Schnapsidee 3 Studenten. Franco ist einer davon. Die Idee von 32 Peaks basiert auf der Leidenschaft, einen eigenen regionalen Liechtensteiner Gin zu entwickeln.
Und die 32 Peaks stehen für die 32 Berggipfel in Liechtenstein, die über 2000 Meter sind. Wir wollen alles regional behalten und deswegen auch haben wir 11 Botanicals, sprich Kräuter drin, die es alle in Liechtenstein gibt. Es wird immer noch nach dem alten Verfahren im Kupfkessel gebrannt und dann auch mit Bergquellwasser verfeinert. Da freue ich mich, dass wir das jetzt mal testen, ob Sehr wir das gerne. auch schmecken. Schön, dass wir da sind, Franco. Wie schmeckt's? Der geht gut. Der geht gut, oder? Der ist fein. Ich habe mich ein bisschen verschluckt, aber der ist wirklich sehr fein. Der ist wirklich sehr lecker. Und man schmeckt diese Kräuter auch tatsächlich raus. Also wunderbar. Dann Gin Gin und auf den 33. Peak irgendwann dann hier noch. Gin Gin. Wunderbar. Noch einmal in die Natur. Dorthin, wo für Francos Gin gelber Enzian und Engelwurz sprießen. Am Walüner Bach entlang führt mich der Weg zur Alp Walüna auf rund 1400 Metern Höhe. Ah, ist schon schön hier, ha? Sehr schön. Hier auf der Almwiese habe ich mich mit dem ehemaligen Skirennläufer Marco Büchel verabredet, einem Ausnahmesportler, wie er im Buche steht. Und er erzählt mir, wie sehr ihn die Natur im Fürstentum und im Alpenraum geprägt hat. Die Berge in Liechtenstein, das ist meine Heimat und ohne die Berge wäre ich ein halber Mensch. Das ist mein Rückzugsort, das ist mein Kraftort, das ist mein Abenteuerspielplatz. Sommer wie Winter, sogar Herbst und Frühling. Also ich bin unglaublich gern in unserer heimischen Bergwelt. Aber natürlich auch draußen, ich sage draußen im Tal, unten in der Fläche. Da gibt es schon verschiedene Orte. Der Liechtensteinweg liegt mir sehr am Herzen, weil da kriegst du einen guten Überblick über Liechtenstein. Ich bin gerne im Vaduz und Schaan. Ich bin kulturell ein bisschen unterwegs. Ich gehe gerne da in das Kino. Hin und wieder auch ins Theater. Es gibt so ein kleines Theater, Schlössle-Keller. So Sachen. Aber was mir jetzt noch am Herzen liegt, weil du bist ja mittlerweile schon doch ein paar Tage in Liechtenstein und wir sind in den Bergen und du hast ja auch beruflich mit den Bergen zu tun. Ich habe dir noch etwas mitgebracht. Ein Bezug zu Liechtenstein und zu den Bergen in Liechtenstein. Ich hole das mal hier raus. Das ist deine Weltcup-Kugel, die kann ich nicht annehmen, wirklich. Nein. Ich habe dir eine Tasse geschenkt, inklusive einem Kletterseil mit einem Karabinerhaken und auf der Tasse drauf ist das Bergmassiv Liechtensteins mit allen angeschriebenen Gipfeln und natürlich mittendrin hat es eine Flasche, man sieht es schlecht, Liechtensteiner Schnaps. Das ist ja großartig. Vielen Dank. Da müssten wir fast jetzt ein Gläschen trinken eigentlich. Ja, gell? Ja, vielen Dank. Also seht ihr, die Liechtensteiner sind nicht nur unglaublich freundlich, sie sind auch noch sehr großzügig, dass ich jetzt ein Fläschchen Schnaps bekommen habe, dafür, dass ich mich so gut benommen habe hier. Und dann würde ich doch sagen, da probieren wir jetzt gleich ein Gläschen davon. Ja, so ist der Marco. Bodenständig und aufgeschlossen. Übrigens wie alle Menschen, die ich in Liechtenstein getroffen habe. So, Schluss. Hier endet nämlich unsere Sendung. Ich hoffe, meine Streifzüge durch das Fürstentum Liechtenstein haben euch gefallen. Der Marco und ich, wir machen jetzt so eine schöne Tour. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis bald. Und ich hoffe, dass wir uns persönlich hier in unserem schönen Land begrüßen dürfen. Tschüss. Auf geht's.